Überleben? Optional. Süders Wochenbericht vom 1. bis zum 7. Dezember 2025. Aller Anfang ist schwer. Hallo, ist das Ding an? Einsatzleitung, bitte kommen. Ich bin Süders Daneva, auch bekannt als das ersetzbare Crewmitglied Nummer 371. Und heute erzähle ich euch, was in dieser Woche in Tschernaros alles so passiert ist. Oder, wie ich es nenne, 7 Tage voll Euphorie, Bambi-Kills, Diplomatie, emotionalen Schäden und einer DMR, die endlich ihren spirituellen Besitzer gefunden hat. Also schnappt euch eine Pipsi, lehnt euch zurück und hört gut zu. Tag 1. Der große Neustart und die kleinen Ego-Inseln. Wenn unser Tschernaros sich neu formiert, passiert immer dasselbe. Alle tun so, als wären sie plötzlich aus der Welt gefallen und mussten sich erstmal neu sortieren. Die Gruppen bilden sich neu. Kleine Inseln, kleine Grüppchen, kleine Wir-gehören-zusammen Bauklötzchen. Und irgendwo am Rand dieser frisch sortierten Tschernaros-Soziologie steht Herz. Ja, Herz. Die gute Seele, die Samariterin. Und siehe da, einige Menschen haben beschlossen, Herz nicht einmal mehr mit der Kneifzange anzufassen. Nicht, weil sie was Falsches getan hätte, nein, weil sie das Richtige tut. Und Informationen sind wie Sprengstoff. Also wollen sie halt, dass Herz möglichst wenig davon in ihren Händen hält. Und sie könnte ja was ausplaudern. So wie ich. Ich verstehe das. Herz fühlt sich natürlich nicht wohl dabei. Wenn Harmonie dein Sternzeichen ist, kann das schon triggern. Aber Herz wäre nicht Herz, wenn sie nicht trotzdem sagen würde, na gut, dann baue ich eben trotzdem am Camp weiter. Vielleicht wird's ja wieder schnuckelig. Dann ging der Tag richtig los mit der großen Bambi-Apokalypse von Kamishovo. 25 Bambis landeten gleichzeitig am Strand, alle auf einem Haufen. Naja, im übertragenen Sinn, oder auch nicht. Einige prügelten sich, andere schrien. Ich habe selten so viel Orientierungslosigkeit auf einem Quadratmeter gesehen. Am Ende haben sie sich doch irgendwie in alle Winde verteilt. Und während die ersten Gruppen sich oben im Norden gegenseitig misstrauisch anstarrten wie Hirsche in der Brunftzeit, herrschte unten im Süden das echte Leben. Aushilfssamariter und helfende Hände überall. Unser neuestes Experiment von einem männlichen Aushilfssamariter, Name unbekannt, Herz nennt ihn aber liebevoll Dorian und das scheint er zu akzeptieren. Jedenfalls vermutlich von Beruf Schlosser oder Türsteher, so wie der aussieht. Der stand offenbar genau in dem Moment im Camp, als Greenie beschlossen hat, seine eigene Provokationsrunde zu drehen. Als Bambi Greenie also ans Camp kam und höflich fragte, ob er sich denn schon was nehmen dürfte, da versuchte Dorian professionell zu wirken und sagte nichts. Tja, und Greenie, der versuchte nur, er selbst zu sein. Und ich weiß nicht, wer von den beiden mehr Unterstützung gebraucht hätte. Auf der einen Seite Greenie, wie er mit der blauen Armbinde, die er gerade irgendwo in einem Unterstand gefunden hat, herumwackelt, das Zeichen der Samariter quasi ausnutzt, und unser neuer Kollege, der schweigend daneben steht. Und irgendwo im Hintergrund die sanfte Stimme des Universums, die flüstert, nein, das wird nicht gut ausgehen. Ja, normalerweise reden die Samariter zuerst. Sie reden viel, sie reden lange, sie reden sogar mit Leuten, bei denen sie das lieber nicht tun sollten. Aber manchmal findet selbst das freundlichste Herz einen Punkt, an dem es genug ist. Und unser Aushilfssamariter, sagen wir es so, der war nicht in der Stimmung, Philosoph zu sein. Ist auch ein bisschen schwer, wenn man so gar nicht redet. Und dann fiel eben ein Schuss. Erst einer und dann mehrere und dann immer mehr. Und ich habe mir sagen lassen, dass unser neuer Freund vermutlich schlechter schießt, als ich ziele. Und glaubt mir, das ist schon eine Kunstform für sich. Augenzeugen sagten, das, was sich da abspielte, habe die Grazie eines Mannes gehabt, der mit einer Kartoffel eine Fliege erschlagen möchte. Greenie hat's allem Anschein nach gefallen, so wie der gelacht hat. Nach dem heutigen Tag weiß ich, der Mann hat Talent darin, die falschen Knöpfe zu drücken. Nicht zufällig, sondern gezielt. Er nennt's wahrscheinlich Humor. Er braucht Reaktionen, wie andere Leute Sauerstoff. Und wenn man ihm keine gibt, dann zieht er eben die blaue Armbinde an, das symbolische Äquivalent dazu, vor einem Bienenstock zu wedeln und zu sagen, na, kriegt ihr mich? Tja, Mission accomplished, würde ich sagen. Nur eben anders als erwartet, denn als Greenie dann auch noch das Zelt aufhob, das Dorian gerade zum Camp tragen wollte, war bei dem endgültig Schluss. Da zog er seine R12 und weg war Greenie. Und falls irgendjemand jetzt schockiert ist, nein, das ist keine Überraschung, das nennt sich natürliche Auslese. Soll es hier manchmal geben. Also sitze ich hier, schreibe diese Zeilen, schlürf meine Pipsi und denk mir, manche Menschen schaffen es einfach, selbst vor einem Camp voller Friedensstifter als einziger Kugelfang zu enden. Das ist Talent. Kein gutes, aber immerhin konsequent. Wer auch noch am Camp war, war Feuerwehrmann Basti. Der baute Unterstände in einem Tempo, als hätte man ihm gesagt, dass es dafür ein Bonuspunkteprogramm gibt. Er ist kein Samariter. Nein.
Aber er hat das Herz von einem. Und genau das ist für uns im Moment völlig ausreichend. Und auch Herz war im Baurausch. Sie selbst errichtete den ersten Unterstand im Krankenhaus in Tschernogorsk. Ein schöner kleiner Anfang von dem, was irgendwann mal ein Auffanglager werden sollte. Ja, und weiter östlich baute Gravedigger in Nischneue schon den ersten Unterstand. Er plante seine neue Kneipe zum lachenden Totengräber und hatte gesagt, er würde sich um das Camp in Nischneue kümmern. Ich sag's euch, wenn dieses Ding aufmacht, dann wird's legendär. Wahrscheinlich halb illegal, aber komplett gemütlich. Tja, und Herz und die helfende Hand Locke? Die brachten gemeinsam wieder 2 Gunther auf Vordermann. Eine Art Schraubtherapie mit ein bisschen spiritueller Komponente. Und Lakose von Misha? Der fuhr mit seinem frisch reparierten Humvee am Camp vorbei und schien zumindest 30% stolzer als sonst. Tja, Herz hatte nun wieder ihren roten Gunther, ihr Herzmobil, ihr Baby, ihr emotionales Backup-System. Und nein, sie tauscht ihn nicht gegen einen roten Saker, nicht mal für Nägel oder Zelte. Sie hat ihn Freundschaft genannt. Tja, was soll man sagen? Prigorodki wächst, egal was drumherum passiert. Trotz Drama, Gruppenbildung, Misstrauen und stummen Bambis. In Prigorodki wird gebaut. Man hilft einander. Man repariert, man teilt Essen, man hält zusammen. Leise, unauffällig, aber beständig. Der Rest von Chernarus kann sich zoffen, so viel er will. Hier unten geht's weiter. Immer. Und der gute Tom, also Cable, baut in Tischina endlich den ersten Unterstand. Herz sagte, das wird wachsen. Und ich glaub ihr. Und ja, keine Sorge, die anderen Gruppen kriegen sich in 1-2 Wochen auch wieder ein. Tun sie immer. Tag 2. Selina, Bambis, ein Schwein, ein Brunnen, Randy und ein Schuss zu viel. Herz große Zelt-Odyssee in Tschernogorsk. Also, Herz stromert durch Tscherno und findet, Überraschung, ein Partyzelt in einer Eckkneipe aufgestellt. Ein gelb-rotes Zelt. Natürlich, weil es genau das fürs Camp noch braucht. Herz denkt sofort, oh, ein Zelt fürs Camp, wie nett, dass es hier so praktisch bereitsteht. Also baut sie es ab. Schleppt es los, Richtung Prigorodki, mit der Gemütlichkeit einer Frau, die alles trägt, was nicht wegläuft. Doch dann passiert das Unvermeidliche. Herz bekommt Gewissensbisse. Sie bleibt stehen, dreht um, schleppt das Zelt zurück, den ganzen weiten Weg. Echt jetzt. Baut es wieder auf und stellt sogar noch ein Fass daneben mit einem Teddybären drin, als Entschuldigung. Ich möchte betonen, das ist kein normales Verhalten. Am nächsten Morgen wollte sie das gelb-rote Zelt dann gegen ein blaues oder braunes austauschen, das sie gefunden hatte, damit in Prigorodki endlich das traditionelle gelb-rote Essenszelt stehen kann. Also fragte sie nach, ob jemand bereit für einen Tausch wäre. Naja, und als sie dann selbst Hand anlegen wollte, um das Zelt zu tauschen, da war es weg. Überraschung. Verschwunden. Das Fass stand noch da. Kein Hinweis, keine Nachricht. Nur der Teddy saß noch wie immer da, wie ein unbezahlter Türsteher. Ich sag's euch, Herz lebt in einer komplett emotional anderen Dimension. Am nächsten Morgen tauchte auch Selina am Camp auf und packte mit an. Sie berichtete, dass sie in Kamischowo von Bambis gejagt worden war. Nicht verfolgt, nicht bedrängt, gejagt. Nachdem sie einem Zombie zum Opfer gefallen war und gleichzeitig ein Auto fand, fragt nicht wie, das ist halt Selina, machte sich Herz dran, die Welt wieder auf ihre Schultern herumzutragen. Am Brunnen traf sie auf Nelly, ein stummes Bambi. Ich nenn's ein Chat-Bambi. Die Spezies kommuniziert ausschließlich über Textfenster. Ich sag's euch, wenn das irgendwann die dominante Lebensform hier wird, bin ich raus. Dann fand Herz einen schwarzen, verunglückten Gunther an der Straße. Reifen, Zündkerze, Batteriekühler, alles fehlte. Und Yannick tauchte auf und sagte, ich war's nicht. Im Camp stand dann plötzlich Randy von den Wanderheuschrecken. Naja, also offiziell Wanderverein Apokalypse e.V. vor Herz. Snickers kam vorbei und sponserte den Samaritern 3 Partyzelte, die Herz und er zusammen aus Tschernogorsk abholten. Sie freute sich wie ein kleines Kind und dankte dem Freund natürlich herzlich. Bit Wanted von den Beresino Boys stand im Zug herum und wusste nicht so recht, wohin die Reise gehen sollte. Aber uns war klar, die Beresino Boys sind also auch wieder mit am Start. Sebastian, also Basti, und Dorian halfen fleißig am Camp und wir beobachteten fast schon sowas wie eine Bromance im Frühstadium. Dann erschien ein hochproblematischer Überlebender am Brunnen und begann auf Leute zu schießen, vorzugsweise Bambis. Ja, es hatte auch die von den Wanderheuschrecken erwischt. Die internen Ermittlungen zeigten, es war ein alter Bekannter. Der Name der Gruppe ist noch unbekannt, aber die werden definitiv noch von sich reden machen. Sebastian und Dorian versuchten ihn zu stellen, wurden aber abgehängt. Und ich? Naja, ich bin noch nicht ganz wieder da. Braucht da noch etwas. Und im Norden, ja, in meinem Norden, da knallte jemand irgendwo, irgendwie, irgendjemanden weg. Abends setzte sich Herz mit Hiruka auseinander.
weil die offenbar Bert verprügeln wollte. Sie klang irgendwie ein bisschen wie Hikaru von der Stimme her. War es aber nicht, sagte sie. Naja, am Ende kam Jay herself und holte die beiden ab. Brachte noch tonnenweise Fleisch mit fürs Camp. Tja, und Herz? Die fand endlich ein Autozelt für Prigorodki. Ach ja, STLK half auch bei den Aufbauarbeiten. Und natürlich der gute Pinky. Und auch Jamet war wieder mit von der Partie. Bei Staroye starb leider Black Lion. Tja, fragt nicht, es ist der Norden. Oder zumindest ist es nah dran. Tag 3. Zeltmassaker, die Hütchen und das Community-Logistikunternehmen Herz & Co. Ich fasse die frühen Tagesstunden zusammen. Unterstände, überall Unterstände. Sie wuchsen, sie vermehrten sich, sie mutierten. Herz suchte Autoreifen, fand Autoreifen und machte mit Nigo, der ihr half, den schwarzen Gunther, der seit dem Vortag fahruntauglich vor Elektrosafotsk stand, wieder flott. Sie weiß auch schon, wer den bekommen soll. Die Hütchen tauchten auf, manchmal lieb, manchmal nicht, und diese Woche waren sie lieb. Sie grillten nur und futterten, aber pflanzten auch neue Kürbisse an. Dann verschwanden sie wieder. Locke machte im Westen einen LKW fahrbereit und Herz holte ihn ab. Dabei rettete sie mit ihrem Essen vermutlich Locke das Leben. Sie fuhren nach unten und dort bauten dann Dorian und Locke gemeinsam mit Basti die BBA auf, damit der Truck irgendwo parken konnte. Nebenbei führte Herz eine kleine Notrettungsmission durch. Bewusstlose Bambis, verwirrte Reisende, ein buntes Sammelsurium menschlicher Krisen. Tja, und Jay? Die tauschte am Ende des Tages ihr gelb-rotes Partyzelt gegen ein braunes ein. Unterwegs zu ihrer bescheidenen Hütte baute Herz noch in Nischneue und Svetlojarsk Zelte auf. Potenzielle Auffanglager. Tag 4. Diplomatie in Beresino, Geheimnisse und ein roter Mann mit Waffe. Herz lud zu einer streng geheimen Besprechung in Beresino ein. Super geheim. So geheim, dass sogar diejenigen, die dabei waren, später nicht mal mehr wussten, was gesagt wurde. Ich darf euch natürlich nichts verraten, also erzähle ich alles. Okay, besser nicht. Aber ihr wisst ja, wie diese Dinge laufen. Überlebende sprechen miteinander, stecken Reviere ab, ist immer so. Taktik halt. Aber am Ende des Tages stand auch fest, dass Herz das Krankenhaus in Beresino als Auffanglager zurückbekam. Und die Beresino Boys wollten sich lokal mehr bei ihrer Kneipe ausrichten. Schade, denn die beiden waren echt vorbildliche Campleitungen. Aber ist auch recht. Sie baute also Unterstände dort, bekam ein Zelt von Ikea gesponsert und grüßte einen Fremden mit rotem Oberteil oder roter Hose. Ach ja, über Ikea habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Neue Gruppe am Start, nennt sich Institution für Kontrolle, Exekution und Auslöschung. Ja, kurz eigentlich, Nikos Truppe, nur ein bisschen anders. Ja, scheinen sich also an die Regeln zu halten. Alles schön, alles Paletti. Wie dem auch sei, wir werden mal sehen, wohin der Weg noch führt. Tja, zwischendurch gab es doch mal den ein oder anderen Toten am Camp, wie einen der Beresino Boys. Aber alles soweit, alles so normal. Tja, doch dann passierte es. Herz schleppte spät abends ein Fass durchs Industriegebiet in Richtung Camp. Und der Mann in Rot, der beobachtete sie vom Hügel aus. Sie wollte es drauf ankommen lassen. Ist der Typ nun so freundlich, wie er tat? Oder war das ein eiskalter Killer, der nur dann schoss, wenn er glaubte, nicht erkannt zu werden? So ein Jekyll-Hyde-Ding halt. Also testete sie ihn. Sie positionierte sich, als würde sie sich hinter dem Fass verstecken wollen. Gesehen hatte sie den Typen hinter der Gartenlaube längst. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie sprach auch nicht. Sollte der nur denken, er sei unbeobachtet. Tja, und dann erschoss er sie einfach. Eiskalt von der Seite in die Schläfe. Da hat ihre Menschenkenntnis doch gestimmt. Dumm nur, dass sie diese Erkenntnis mit dem Leben bezahlt hat. Aber sie murmelte was von, jetzt habe ich den letzten Beweis. Ja, gut. Nun weiß sie wenigstens, woran sie mit dem Kerl ist. Eventuell hatte sie sogar für einen Moment klitzekleine Rachegelüste, denn der Typ hat ihr eine Waffe mit genau einem Schuss dagelassen. Aber Herz wäre nicht Herz, wenn sie das wirklich machen würde. Trotzdem eine miese Nummer von dem Typen. Erst freundlich grüßen und dann etwas später, peng, tot. Wozu Leute so fähig sind, wenn sie glauben, man wird sie nicht erkennen. Das bringt mich zu den Bambi-Killern am Brunnen, denn denen sind wir auch auf der Spur und die ist ausgesprochen hässlich. Also der Schütze am Brunnen, der gehörte zumindest zu einer Gruppe, die Herz in der vergangenen Season auch einfach abgeknallt hat. In Prigorodki. Ja, das war da, als Selina, Mensch, die war so ein Tier, ey, 2 von denen einfach abgeschossen hatte, als die ihr und Silas zu nahe kamen. Ich möchte betonen, das sind keine Upsala, Missklick-Momente à la Yannick. Das sind, man möge mir die deutlichen Worte verzeihen, handfeste Arschlochmanöver und ein schwerer Vertrauensbruch gegenüber Herz. Vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr sie immer versucht, anderen zu helfen, auch denen. Aber so ist das Leben. Andere müssen ihr Ego eben auf Kosten anderer aufpushen. Aber gut, jedem das seine, dann nehmen sie es mir vielleicht auch nicht übel, wenn mal meine DMR eines Tages vielleicht doch mal trifft. Ums Fass ging es dem Typen in Beresino jedenfalls nicht. Der Typ hat sich nur ihre Blaze, die R12, die sie von Yannick bekommen hatte, und etwas Medizin sowie die Flasche gekrallt. Jedenfalls behinderte Herz früher Tod die Arbeit in Beresino erheblich.
Da ist es nur ein kleiner Trost, dass Yannick todesmutig ein Fass aus der Gaszone in Riffi abgeholt hat. Aber hey, der Typ hat echt Mumm, muss man schon sagen. Und es half auf jeden Fall etwas. Denn Samariterarbeit funktionierte schon schlecht genug, wenn man tot umfiel und erst von der Küste wieder zurücklaufen musste. Aber Herz rappelte sich auf, wie immer. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Ich weine schon, wenn meine Pipsi warm wird. Tag 5. Die Beresino Union, der mysteriöse Konvoi und Last Hope. Die Beresino Boys nennen sich jetzt Beresino Union. Klingt wie ein Fußballverein, der gern Bier trinkt und Steaks futtert. Eine eigene Vereinshymne haben sie auch schon. Passt. Tja, und dann unsichtbare Gaszone, Gaskrankheit. Und Yannick überlebt nur dank einer großzügigen Blutspende von Herz. Nicht null negativ, aber für Yannick genau richtig. Das ist der Moment, in dem Herz sagt, ach Mensch du, komm her, ich rette dich. Und dann bauen wir noch ein Zelt in Tischina auf. Also Herz und Selina fahren zur Rettung und danach mit dem LKW nach Tischina, um dort Zelte aufzuschlagen. Community-Dorf 2.0. Tom wird sich freuen, der hat nämlich dort schon einen Unterstand aufgebaut. Unterwegs begegneten Herz und Selina bei Solnitschny Joe aus Tirol, den sie begrüßten. Erst war es alles ein bisschen skeptisch, weil das Bambi doch was nah an den LKW kam, aber am Ende wurde er versorgt, so wie es sich gehörte, und er dankte. Nach 2 Blutspenden war Yannick auch schon wieder genesen und weiter ging es, die Zelte aufzubauen. Auch das klappte reibungslos und zurück am Camp wollten sie den Abend ausklingen lassen. Tja, und dann, als Herz allein am Camp war, tauchten die Hütchen auf. Sie hielten mit ihrer weißen Olga am Camp. Herz reparierte ihre Reifen und nach einem Fischmahl ließen sie ihr sogar ein Fass da. Freundlich. Aber Herz weiß genau, dass sie das Fass nicht behalten kann. Sie wird es jemandem zur Verfügung stellen, der es nötiger hat. Und dann werden die Hütchen seine Base raiden und das Fass wieder haben. Tragisch, aber so ist das Leben hier. Die Hütchen lachten jedenfalls bei diesem Kommentar und verschwanden in der Nacht. Tja, und Basti erzählte abends am Lagerfeuer von Last Hope, seinem großen Traum im Westen. Eine Tankstellenoase für Reisende. Tja, Leute, wenn jemand dieses Gefühl von Hoffnung verkörpern kann, dann er. Naja, und vielleicht noch Herz, aber bestimmt nicht ich. Kala J, Herz und Ultra nahmen Basti dann mit in den Westen, setzten ihn dort ab. Und auf dem Heimweg dann ein Unfall. Herz strandete im Wald. Kala J und Ultra fuhren mit ihrem grünen Saka, dem bunten Hund, der Name ist Programm, zurück. Herz verlief sich, kommt manchmal vor, und landete in Selenogorsk, wo sie aber eine Plattenweste fand. Dann ging's für sie auch heim. Dorian begrüßte am Camp Cripsy und Spacey und Ambo und am Ende ging jeder wieder seiner Wege. Abends wurde dann wieder am Turm gebaut und erste Unterstände an der rostigen Axt errichtet. Tag 6. Dates, Diebstähle und Erziehungsmaßnahmen. Zu Beginn des Tages wurde ich gefragt, ja, ich, ob ich ein Date möchte. Von Nigo. Ich reagierte professionell. Tut mir leid, bin vergeben an meine DMR. Die ist kompromisslos, ehrlich und betrügt mich nicht. Außerdem beinhaltete mein letztes Date einen Taser-Einsatz, wenn ich nicht scharf drauf. Nigo ließ aber nicht locker und am Ende blieben wir bei einem Nicht-Date bzw. einer kontrollierten sozialen Interaktion mit Notausgang, wie ich es nannte. Dann war Kala J's Saka, der legendäre bunte Hund, plötzlich geklaut worden. Während im Norden wieder Raids stattfanden, traf Rio am Camp ein. Er jagte später mit Herz in Beresino. Es wirkte fast romantisch, wenn man den Geruch von Blut ignorierte. Er wollte Herz ein Fass zeigen und ein Zelt, das er vor einem Zugevent gesichert hatte. In der Nähe. Am Ende liefen die beiden über Solnitschny und trafen dort auf Cripsy, der sich umbringen wollte. Herz wollte ihm den Gefallen nicht tun. I don't kill Bambis. Aber Rio, direkt daneben, mit seiner Longhorn, legte an und peng, schoss. Vor Herz explodierte Cripsys Kopf. Mann, was für ein Feingefühl der Typ. Herz wäre am liebsten Hals über Kopf in den nächsten Wald gerannt. Aber sie besann sich und folgte dem Fremden lieber weiter selbst in den dunklen Wald. Leute, wenn das nicht nach Falle riecht. Aber am Ende war es wirklich ein Fass und ein Zelt, was er ihr zeigen wollte. Tja, nun muss das Zeug nur noch irgendwie nach Beresino. Sie will es nämlich dem Gravedigger geben für seine Kneipe. Ihre Muskeln werden es ihr danken. Aber das musste erst mal warten, denn eine Mission in Prigorodki stand an. Herz wollte nämlich eigentlich einen LKW zu Basti bringen, um Fässer abzuholen. Doch ein Bambi versuchte, ein Fahrzeug zu klauen. »Würde jemand von euch bitte mal diesen LKW aufhalten?« rief sie aus ihrem Lager raus zu STLK und Locke, die sich am Camp aufhielten. Das ist nicht der LKW«, sagte Locke trocken. »Das ist mein Auto!« Er schoss sofort. Der Dieb baute einen Unfall und war tot. Kühler kaputt, Reifen kaputt, Mission verzögert. Es war wohl Spacey, auch wenn er felsenfest behauptete, er habe es gar nicht sein können. Aber da er zu viele Interna gewusst hatte, war es 100%ig dieser Knilch.
Naja, ich habe ihm gesagt, ich hätte ihn erschossen. Kleine pädagogische Maßnahme, damit klar wird, man klaut nicht die Autos des Camps. Punkt. Trotzdem brachte Herz am Ende den Lieferwagen zu Basti. Der Unterstand dort war aber bereits zerstört worden. Aber Basti blieb gelassen. Hatte schon ein paar Begegnungen mit einer freundlichen Frauenstimme dort in der Gegend gehabt und ruhte nun wie eine mächtige Eiche. Herz beendete den Tag mit Grillen, Angeln und am Turm basteln. Es war fast idyllisch, wenn man nicht wusste, dass die Welt um sie herum irgendwo brannte. Tag 7. Konvois, Kugelhagel, DMR-Spenden und endlich mein Auftritt. Color J geriet in einen Hinterhalt. An einem Militärkonvoi schoss jemand auf ihn. Er kam davon mit knapper Not. Auch im Norden gab es einen Notfall mit Fahrzeugen, aber Ikea half mit einer Zündkerze aus. Die Welt ist also doch nicht völlig verloren. Dann betrat ich die Bühne. Mein großer Auftritt. Jubel, Konfetti, Drama oder auch nicht. Ich lernte Basti kennen. Er war ruhiger als erwartet. Tja, und dann Rio. Er hatte was für Herz, wollte es mir mitgeben. Tja, und dann hielt ich sie in Händen. Eine DMR. Eine DMR, die mir so viel bedeutete und die in Herz gemischte Gefühle auslöste. Und ich? Ich stand da wie ein begossener Pudel und blickte auf die DMR. Ich sah ihre Stärke, ihre Schönheit, die tödliche Präzision. Und ich wusste, diese Liebe ist nicht für mich bestimmt. Ich versprach Rio, dass ich die DMR überreichen würde. Aber ich war mir sicher, die würde erstmal irgendwo in irgendeinem Versteck versauern. Naja, so war das Leben. Dann etwas später, als ich noch allein am Turm baute, hörte ich 3 kommunikative Vanillaschüsse. Ich antwortete mit meiner Baby-AK. Immerhin war es keine Skorpion oder Rack. Das wäre sonst peinlich geworden. Tja, und dann erschien ein Fremder. Einer, der nicht sprach. War es Greenie oder Dorian? Oder eine Reinkarnation von Silas? Nein, erst als er mir ein Päckchen Munition an den Kopf warf und allerlei Verrenkungen durchführte und mir am Ende seines Tanzes auch noch einen Code vorspielte, wusste ich, das ist Echo. Nur ohne Maske und Helm, da habe ich ihn gar nicht erkannt. Ich führte ihn zur Bambi-Besserungsanstalt, wo ich einen Ader für ihn zwischengeparkt hatte. Herz hatte den flott gemacht in Kozlowka. Und als ich den gesehen hatte, hatte ich ihn gleich für ihn beansprucht. Weiße Aders, das ist klar, das brauchte Echo einfach. Und verdient hatte der Knabe das allemal, nach dem Mist, den er durchgemacht hat. Tja, der Junge blickte auf das Auto und er weinte fast. Oder ich bild's mir ein. Naja, ich fand's jedenfalls süß. Wir schossen noch etwas mit Waffen auf Granaten, um sie unschädlich zu machen, aber ich traf natürlich nichts. Bei ihm dagegen saß fast jeder Schuss. Hoffe, sein Ego hat's geboostet, mich so ablosen zu sehen. Naja, ich kann sowas ab. Ist ja eine erwiesene Tatsache, dass ich nichts treffe. Aber hey, mit Dorian ist nun jemand am Camp, der noch schlechter mit der Waffe umgeht als ich. Hat auch was. Tja, und am Ende des Tages, da bastelte ich wieder alleine an meinem Turm. Und dann hörte ich Echo zurückkommen, parkte mit seinem Ader am Camp, stieg aus und überreichte mir eine DMR. Vermutlich ein Geschenk für den Ader. Ich nahm mein Baby ehrfürchtig in die Hände, schluckte kurz. Nur nicht so emotional werden. Stein, Süda, du bist ein Stein. Trotzdem lächelte ich und dankte. Cool, danke. Jetzt kann ich wieder mit meiner DMR kuscheln. Ein ruhiges Ende. Ein kleines Stück Frieden, während in der Ferne noch irgendwo Schüsse fielen. Hätte man meinen können. Aber mitten in der Nacht brach ich nochmal mit Leder und Vorräten auf. Ich traf mich an der Tanke im Westen, bei Lost Hope. Ich meine Last Hope, mit Basti. Wir bauten noch ein paar Unterstände auf. Er ist kein Samariter und das ist kein Camp. Aber es ist das Richtige. Und der Typ hat's verdammt nochmal nicht verdient, dass jemand seine Gutmütigkeit so mit Füßen tritt. Also bauten wir zusammen alles wieder auf und spendierten der Tanke sogar einen Ofen, auf dass viele Wanderer sich da hinten ausruhen und auftanken können. Im doppelten Sinne. Fazit. Und das, meine Damen und Herren, Bambis Banditen, Helden und Hobbypsychopathen, war unsere Woche. Eine Woche voller schwerer Entscheidungen, kleinen Hoffnungen, großen Enttäuschungen, schönen Momenten, diplomatischen Wagnissen, Bambis mit Todesmut, Fahrzeugkatastrophen und DMR-Wundern. Herz hat getan, was sie immer tut. Die Welt ein bisschen weniger schlimm machen. Und ich? Ich habe das alles beobachtet. Mit hochgezogener Augenbraue, mit ironischem Kommentar und mit einem Funkgerät, das ständig rauschte. Ich melde mich jetzt ab, liebe Leute. Wenn ihr mich braucht, ich bin da irgendwo da draußen mit meiner DMR und meiner Geduld. Die eine ist tödlich, die andere fast aufgebraucht. Nummer 371, Ende.